Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, etwas später als gedacht kommt jetzt das letzte Wacken-Video, mein finales Fazit zum Festival. Während ihr im Hintergrund ein bisschen Impressionen vom Festival seht, erzähle ich euch ein bisschen, welche Bands ich mir angeguckt habe und ja, wie ich so das Ganze empfunden habe, das Ganze drumherum. Und halt auch, wie ich die Bands fand, die ich mir angeguckt habe. Das ja, hören wir uns in diesem Video an und ich würde sagen, nach dem Intro starten wir voll rein. Ja, während ihr im Hintergrund hier Leute feiern seht, reden wir ein bisschen über die Bands, die ich mir angeguckt habe und wie ich das Ganze so empfunden habe. Unter anderem habe ich mir Paradise Lost angeguckt, eine meiner mit Lieblingsbands, würde ich sagen, die auch, finde ich, komplett abgeliefert haben. Leider musste ich das Konzert nach einer halben Stunde verlassen, weil den Grund seht ihr nachher noch in Bildern. Ist Alissa White-Glass, die im Pressezelt mit dem Musiker, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, tut mir leid, dass ich den jetzt gerade nicht parat habe, mit dem sie einen Song gemacht hat, Our Kingdom. Das ist die Wacken-Hymne gewesen. Das Teil hat sie live performt, konnte ich leider auch nicht sehen, weil zu diesem Zeitpunkt In Flames gespielt haben, die ich mir komplett angeguckt habe. Und ja, leider konnte ich da nur diese Pressekonferenz mit Alissa mitnehmen, wo ich dann auch ein Foto mit ihr machen konnte, was ich sehr cool fand. Und ja, dadurch habe ich Paradise Lost, die ich ja schon gesehen habe vor ein paar Monaten in der Markthalle in Hamburg, habe ich dann halt die Hälfte sausen lassen, was ich ein bisschen bereue, weil das war ein wirklich cooles Konzert. Aber ja, Alissa habe ich dann in diesem Falle mal Vorrang gegeben, weil sowas erlebt man auch nicht alle Tage. Und ja, In Flames fand ich persönlich ein bisschen schwach, weil ich habe In Flames jetzt zweimal live gesehen. Einmal in der Sporthalle Hamburg und einmal halt jetzt auf dem Wacken. Und ich muss sagen, ich finde jedes Mal, dass der Gesang vom Sänger nicht richtig gut zur Geltung kommt. Und das ist immer so ein bisschen enttäuschend, wo ich denke so, warum ist das so? Warum ist da jedes Mal der Gesang so schlecht ausgesteuert? Es war gut, aber ich möchte wetten, es geht besser. Also In Flames für mich immer ein bisschen enttäuschende Liveband, obwohl sie zu einer meiner absoluten Lieblingsbands zählt, bin ich da wirklich mittlerweile auf den Stand, dass ich mir In Flames live, glaube ich, nicht mehr antun werde, weil es von der Platte einfach besser rüberkommt, muss man leider sagen. Auch wenn sie live gut sind, ist es nicht so richtig das, was ich von einem Live-Konzert erwarte. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Welche Bands habe ich noch gesehen? Es waren relativ wenig. In Flames hat sich dann so ein bisschen zeitnah nicht überschnitten, sondern direkt dran war Crematory, was ja auch so ein bisschen in die Melodic Death Metal Szene reingeht. Und demnach fand ich das ein bisschen schade, dass man die einzigen Melodic Death Metal Bands, die so ein bisschen in der Richtung unterwegs waren, ja, Arch Enemy zählt auch noch dazu, aber halt, ja, direkt aneinander packt. Bin dann rüber zu Crematory, muss leider sagen, dass ich Crematory früher sehr gefeiert habe mit Tears of Time, bei den neuen Sachen nicht mehr ganz so drin bin. Und es war mir auch ein bisschen zu viel Gelaber auf der Bühne, muss ich sagen. Deswegen habe ich mir auch Crematory nicht komplett bis zum Ende angetan, sondern bin dann auch weitergezogen. Ja, was habe ich noch gesehen? Bleed From Within heißen die? Bleed From Within heißen die, glaube ich. Die habe ich mir noch angetan. Ein bisschen Kim Dracula, Judas Priest, ja, Hämatom habe ich gesehen. Also es waren wirklich nicht so meine Favoriten wirklich dabei dieses Jahr. Und nächstes Jahr ist Dark Tranquillity dabei. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das ist sehr cool. Dieses Jahr für mich halt ein bisschen, ja, nicht so das musikalische Highlight-Festival, muss ich sagen.
Judas Priest hat mich jetzt live auch nicht abgeholt. Ich bin einfach kein Fan. Es sind ja viele von euch, die halt so Bands feiern wie Savatage und all sowas. Ich kann damit einfach nicht viel anfangen. Und wenn man dann da vor der Bühne steht, die Songs nicht kennt, mit der Musik nicht viel anfangen kann, dann ist es halt genauso wie diese ganzen anderen Bands, die hart gefeiert werden. Sabaton, Powerwolf und dieser ganze Kram, das ist so Power Metal. Und das ist einfach nicht meine Musik. Und deswegen tue ich mir das auch nicht an und kann da auch wirklich nichts zu sagen, ob das gut war oder nicht, weil für mich ist Power Metal einfach eine Musikrichtung, die mich nicht abholt. Und ich kann dann nichts Positives daran verlieren, wenn man Musik nicht gut findet. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der Death Metal nicht mag und vor Dark Tranquillity oder Arch Enemy steht und sich am Ende sagt, puh, das ist nicht meins. Also man muss es einfach mögen. Orbit Culture haben noch gespielt, war okay. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt gerade mal, ich glaube im Buckinger Ding war das hier, auch so ein paar Musiker, die dann da performt haben. Unter anderem hier wurde auch ein bisschen gewrestelt. Also drumherum gab es genug Rahmenprogramm, was man sich angucken konnte, wenn man die Bands nicht mochte. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, Powerwolf, Sabaton, ja. Dann das Abschiedskonzert von Sepultura. Ich muss auch da sagen, Sepultura geht für mich bis zur Roots, Bloody Roots, und danach hört es mit Sepultura auf. Ihr seht jetzt Fotos von Bands im Hintergrund, auch ab und zu mal kurz bewegte Bilder. Ich durfte leider nicht viel von den Aufnahmen auf der Bühne filmen, deswegen nur wirklich ganz kurze Snippets hier, weil es mit Ton und so nicht erlaubt war, da zu filmen. Deswegen seht ihr hier wirklich nur einen ganz kurzen Bruchteil. Ja, Sepultura, 40 Jahre. Hier seht ihr das ganz kurz mit Alisa, die Pressekonferenz. Und der Musiker, wie gesagt, mir war er absolut vorher nicht geläufig, hat anscheinend auch für Walking Dead, dann hier The Fellowship of the Rings, nee, nicht Quatsch, wie heißt denn die Serie? Die Ringe der Macht, genau, für die Serie hat er wohl Musik gemacht, also auch für einige Filmsachen. Ich kannte ihn nicht, Asche auf mein Haupt, ich bin da wirklich, ja, raus gewesen, aber anscheinend macht er viele, viele Sachen. Und nochmal zu Sepultura, Chaos AD ist so das letzte richtig geile Album gewesen für mich. Dann Roots, Bloody Roots hatte noch ein, zwei Highlights. Und danach war es nicht mehr für mich Sepultura, weil Sepultura ist für mich Max Cavalera. Und der neue Sänger, er gibt mir nichts stimmlich. Ich finde ihn einfach, ja, leider nicht gut. Und haben mir Abschiedskonzert gegeben. Es war arschkalt in der Nacht, muss man auch dazu sagen. Es war wirklich richtig, richtig kalt. Und ja, ist halt einfach das Abschiedskonzert gewesen. Hier seht ihr Running Wild, auch das eine Band, die mich nicht catcht. Kann ich auch gar nichts mit anfangen. Ist wirklich eine Band, wo ich nichts zu sagen kann. Nie meins gewesen. Und ja, hier seht ihr jetzt dann Bilder von Sepultura. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da wart, wie ihr es fand, was eure Highlight-Bands waren. Und ja, hier seht ihr ganz kurz mal eine bewegte Bilder-Collage. Ich liebe das Sepultura-Zeichen hinten, dieses S da, dieses Tribal S. Ich finde es mega geil. Eines der coolsten Band-Symbole, die es gibt. Hatte ich früher auf meinem Roller vorne drauf geklebt. Da hatte ich so einen coolen gelben Crossroller und da hatte ich vorne das Sepultura-Zeichen, auf den Seiten das Biohazard-Zeichen. Ja, war mega stolz auf meinen Roller. Ja, hier seht ihr noch ein bisschen Orbit Culture müsste das sein. Auch nur kurz. Dann Bleed From Within, auch nur kurze Bilder. Die waren ganz okay, ist halt so dieses typische, wie nennen wir das, Metalcore-Ding. Ich finde ja, dass die sich immer alle ziemlich ähnlich anhören. Alle haben diesen harten Shouting-Part und dann kommt dieser typische Melo-Part, der immer gleich ist. Ja, hier in Flames dann noch ein paar Bilder kurz, dass ihr da auch mal seht, wie es ausgesehen hat auf der Bühne. Sehr viele flackernde Kabel obendran. Hier dann ein paar nächtliche Impressionen von einem Likörstand, glaube ich, war das. Sah auf jeden Fall sehr geil aus mit den ganzen Lichterketten drin. Dann die Bühne von Weitem im Dunkeln, auch immer ein Highlight. Dann mein Highlight am Samstagmorgen, Thorsten Sträter.
großartig. Ich fand es wirklich großartig. Das Ganze habe ich mir angeguckt. Hier dann halt ein bisschen Kim Dracula. Völlig verrückter Typ. Also abgespacede Mucke muss man mögen. The Other, ja, von meinem Kollegen eine Band, die er unbedingt sehen musste. Für mich auch eine Punk-Band. Was ist das? Ja, ich weiß nicht. Auch damit kann ich nicht viel anfangen. Sahen witzig aus. Der Sänger hat mich ein bisschen an Rammstein erinnert. Aber ihr seht, da war einiges unterwegs und ja, bandtechnisch habe ich mir nicht viel angeguckt. Während wir hier jetzt das Endbild sehen, Wacken abends im Dunkeln und ja, was soll ich sagen? Wacken 26 ist vorbei, 27 steht an. Die ersten Bands sind bekannt gegeben. Ich werde demnächst mal ein Video dazu machen, was da so für mich in Frage kommt. Ansonsten, ja, war es das. Mein Video jetzt nachgereicht. Dadurch, dass ich wirklich echt flach gelegen habe. Die Arbeit hat wieder begonnen. Dank Urlaub und Krankheit von Kollegen musste ich leider trotz nicht mich gut fühlend an der Arbeit teilnehmen. Und es hat echt geschlaucht die Woche, muss ich sagen. Ich bin jetzt zum Wochenende wieder einigermaßen fit. Und deshalb kommt das Video leider jetzt verspätet. Tut mir leid, aber es hat mich wirklich aus den Schuhen gehauen. Ich hatte keinen Bock nach der Arbeit noch an einem Video zu arbeiten, ohne Stimme, ohne Luft zu kriegen, macht das einfach keine Freude, muss man wirklich sagen. Ich bin froh, dass ich die anderen Videos vorher noch geschafft habe, bevor es mich dann komplett aus den Seilen gehauen hat. Deswegen bin ich jetzt für heute raus. Es geht demnächst weiter. Ich werde demnächst nochmal ein Video machen. Es wird sich auf meinem Kanal ein bisschen was ändern bezüglich YouTube-Änderungen, die jetzt bald eintreten im nächsten Jahr. Dadurch wird sich bei mir auch ein bisschen was ändern. Und dazu werde ich demnächst ein paar Infos geben. Also bleibt dran, lasst ein Abo da, einen Kommentar und natürlich einen Daumen nach oben fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Und ja, guckt gerne meine Kanalmitgliedschaft, wenn ihr vielleicht Bock habt auf ein Vinyl Army Aufnäher auf euer Kutte oder wenn ihr Bock habt auf eine Slipmat von Vinyl Army auf eurem Turntable. Dann guckt mal in die Kanalmitgliedschaft und demnächst werde ich die auch mal wieder einblenden, damit ihr wisst, wie die aussehen. Und damit bin ich raus für heute. Keep on rockin'. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss.